Der Campus Galli bei Meßkirch am Bodensee. Hier arbeiten zahlreiche Archäologen, Historiker und Handwerker an einem einzigartigen Projekt: dem Bau eines karolingischen Klosters nach Originalplänen aus dem 9. Jahrhundert. Einer Zeit, in der die Uhren noch langsamer tickten und ein Alltagsgegenstand wie ein Eimer nicht in Sekundenbruchteilen aus Plastik gepresst, sondern in mühevoller, tagelanger Arbeit aus Holz handgefertigt wurde. Im Stadtwald von Meßkirch findet sich das Ausgangsmaterial des Eimers. Hier suchen Forstrevierleiterin Lena Wibbelt und Schindelmacherin Finja Körkel gemeinsam nach dem perfekten Baum unter den über 100-jährigen Fichten. Denn nicht jeder Baum eignet sich für so einen Eimer. Was ist mit dem übernächsten? Der auch links davon? Ja, nicht der vordere, der in der zweiten Reihe quasi. Ja. Ganz wichtig ist, dass der einen gewissen Durchmesser hat, dass sich besonders viele Daumen oder auch Schindeln rausbekommen. Dann ist es natürlich schön, wenn der gerade gewachsen ist. Wenn ich einen Baum aussuche, der extrem krumm ist oder viel Drehwuchs halt hat, dann muss unser Böttcher sehr viel wegnehmen von dem Holz. Und ja, wenn es dann sehr schief gewachsen ist oder so, kann es halt sein, dass er sagt, das lohnt sich gar nicht, das ist zu viel Arbeit. Deswegen, wenn ich gleich einen schönen geraden Baum habe, kann der da ja auch eine schöne Daube rausarbeiten. Und dann ist die Maserung schöner und das zahlt sich dann schon aus, wenn der Baum gut ist. Okay. Nehmen wir gerade den mit den weiten Astreihen. Und schnell ist der passende Baum gefunden. Ja. So, der soll sein? Der ist schön, ja. Super. Aus dieser Fichte werden 2 5 Meter lange Stämme für den Campus Galli. Die Stämme werden auf dem Gelände des Campus weiterverarbeitet. Finja Körkel und Gerion Burmeister sägen den Baumstamm von Hand zu sogenannten Rugeln. Die handgeschärfte Schrotsäge drehen sie immer wieder, damit der Schnitt gerade bleibt. Die Zähne werden mit einer Leiste abgerichtet, das heißt, man guckt, ob die alle gleich hoch sind. Aber es kann immer mal sein, dass ein Zahn ein Zehntel höher ist als die anderen. Und deswegen kann es sein, dass dann der Zahn sich in eine Richtung weiter, also schneller arbeitet als die anderen. Und wenn man die Säge dann dreht, dann arbeitet er sich in die gegengesetzte Richtung und dann gleicht sich der Schnitt wieder aus. Damit die Säge weiter unten nicht verklemmt, kommen Keile in das Holz. Und so entsteht in rund 45 Minuten ein gerader Schnitt. Von Hand. Ja, das Keile rausmachen. Jetzt kommt die Rinde weg. Dazu habe ich hier mein Rappeleisen. Das ist vorne leicht geschärft. Und damit kann ich jetzt dann hier unter die Rinde fahren und die dann so abrappeln. Lässt sich relativ einfach wegnehmen. Nachdem die Rinde weg ist, kann Finja das Holz spalten. Zunächst schaut sie aber, welche Seite nach oben kommt. Ich gucke nach den Trockenrissen, also die Risse, die aus der Mitte rausgehen. Und ich würde die Seite hier nehmen, weil da die Risse größer sind. Da lässt sich dann besser spalten. Und ich würde jetzt den Trockenriss hier nehmen, weil der weiter am Kern ist als der hier. Der geht eher vorbei. Zum Spalten hat Finja ihre Schindeleisen und einen ganz besonderen Hammer.
Mein Hammer, das ist ein spezieller Hammer, der ist aus roher Rinderhaut aufgewickelt. Der hat den Vorteil, dass der die Kraft schön ans Eisen weitergibt. Das heißt, es federt nicht, sondern ja, das Eisen, das geht besser ins Holz rein. Jetzt nehme ich das Kernholz weg hier vorne. Das ist der Urbaum. Also das heißt, hier war früher mal der ganz kleine Baum und drumherum haben sich die Jahresringe gebildet. Das ist teilweise ziemlich faserig, weil das halt sehr trocken ist. Also das sieht man hier dann ziemlich gut. Und allgemein sind hier die Jahresringe weiter auseinander als hier hinten. Deswegen nehme ich ein bisschen was weg. Wenn die so weit auseinander sind, dann kann da das Wasser einfacher reinlaufen als ja, hier hinten. Und so spaltet sich Finja Schlag für Schlag die passende Brettstärke zurecht. Diese Bretter sind das Ausgangsmaterial für einen guten Eimer. Und Finja ist zufrieden mit ihrer Holzauswahl. Das sieht wirklich richtig gut aus. Also es ist unten fast gleich dick wie oben. Und also die Maserung ist kerzengerade. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Der kann da sogar mehrere Daumen, denke ich, draus machen. Ja, super Material. Das Holz bringt Finja einmal quer über das ca. 28 Hektar große Gelände zur Hütte von Ernst Schwarz. Hallo Ernst. Hallo. Ich bring dir Nachschub, deine Dauben. Oh, kannst du herlegen? Ja. Ernst Schwarz ist der Küfer oder auch Böttcher genannt auf der Klosterbaustelle. Er baut die Eimer, die auf dem ganzen Gelände benutzt werden. Zuerst sortiert er sich das Holz. Ein dichter Eimer braucht eine genaue Vorauswahl. Ich habe jetzt hier einfach mal ein richtig schönes glattes Brett. Man sieht, da ist groß kaum eine Drehwuchs drin, was ganz wichtig ist. Ich habe auch groß keine Äste drin, was auch sehr wichtig ist, weil wenn ein Ast drin ist, kann sein, ich kann die Daube auch nicht verwenden. Doch nicht jedes Brett sieht nach dem Spalten und Trocknen so vielversprechend aus. Wenn man so ein Brett hat, wie hier zum Beispiel, man sieht, dass ein mega Drehwuchs drin ist. Ja. Ich habe auch, wie gesagt, durch das, ich habe jetzt hier auch ein paar Äste zwischendrin, der im Endeffekt hier auch komplett durchgeht. Das heißt, es wäre von vornherein schon für so eine Daube geeignet. Für den Eimer benutzt er in der Regel Fichtenholz, weil es leicht ist. Für besonders langlebige Gefäße aber auch schon mal schwerere Eiche. Auch die Lage der Jahresringe ist entscheidend, damit das Holz gut aufquellt. Das gespaltene Holz, das ich vom Schindelmacher unterkriege, das sind lauter stehende Jahresringe. Das ist ganz wichtig, weil stehende Jahresringe, die dann ja im Endeffekt noch ja auch ringsherum aufquellen, seitlich aufquellen. Wenn ich jetzt ein liegendes Holz nehme, würde sozusagen, dann würde mir das Schüssel und die komplett aufquellen. Und dann würde mir das Gefäß dicht machen. Die Bretter spaltet Ernst mit Axt und Holzhammer in grobe Dauben für seinen Eimer. Davon benötigt er 14 Stück. An seiner Ziehbank macht er erstmal eine Bezugsseite glatt und nimmt mit dem Ziehmesser überschüssiges Material ab. Das ist wichtig, um die Unebenheiten und Faserrisse vom Spalten zu beseitigen. Dann kann Ernst die Brettstärke angleichen. Dafür braucht er sein Streichmaß. So, jetzt nehme ich mein Streichmaß.
Ich habe ja die eine Seite schön überzogen und tue mir jetzt quasi meine Brettstärke mit dem Streichmaß anzeichnen, damit ich dann von der anderen Seite her die Brettstärke nachziehen kann, dass sie noch alle die gleiche Brettstärke haben. Nachdem Ernst die Brettstärke angezeichnet hat, kann er das überschüssige Holz abnehmen. So lange, bis alle Bretter gleich dick sind. Als Tischhobel nimmt Ernst eine umgedrehte Raubank. So richtet er die Stirnseite im 90-Grad-Winkel ab. Er braucht sie als Bezugsfläche. Nachdem ich eine Seite mit dem Hobel schön eben gezogen habe oder gerade gezogen habe, werde ich jetzt erst einen rechten Winkel reinarbeiten und dann die Länge von den Tauben. Der rechte Winkel ist wichtig, damit er gründlich Maß nehmen kann. Die Länge messe ich im Endeffekt mit unserem Fußmaß, mit unserem karolinischen. Der ist 32 cm lang. Das ist aufgeteilt in 4 Handbreiten. Jede Hand hat 4 Fingerbreiten und jeder Finger könnte man in 4 Goschenkörner aufteilen. Daher kommt der Spruch, alles, was man hier herstellt, hat Hand und Fuß, weil wir mit Hand und Fuß messen. Die Dauben bekommen per Schablone eine konische Phase angerissen. Die ist wichtig für die Funktion des Eimers, denn er soll nach oben schmaler werden. Unsere Eimer heutzutage sind ja im Endeffekt auch konisch, wie gesagt, nur andersrum, ja. Und die haben nach oben verjüngt. Das hat den Vorteil beim Wassertragen, wenn man Wasser trägt damit, dass das Wasser beim Tragen mehr in den Mittelpunkt treibt und nicht so drüber schwappt, die heutzutage bei uns nicht mehr. Weil ganz früher haben wir ein Joch gehabt, wo rechts und links ein Eimer gegangen ist, sehr weite Wege zum Laufen und auch vor mir ein Tropfen Wasser, um heimgebracht hat. Durch die konische Form liegt der Schwerpunkt tiefer und das wertvolle Wasser schwappt nicht so leicht über den Rand. Der nächste Arbeitsschritt von den konischen Tauben wäre quasi die Innenrundung raus zum Arbeiten und die Außenrundung. Für die Innenrundung hat Ernst ein speziell gebogenes halbrundes Ziehmesser. Das Küferhandwerk hat Ernst nicht klassisch gelernt und einen Eimer authentisch nach mittelalterlichen Methoden herzustellen, ist gar nicht so einfach. Denn viel Wissen ist in den vergangenen Jahrzehnten mit den letzten Meistern verloren gegangen, die das noch im Beruf gelernt haben. Das musste sich Ernst mit Hilfe von Küfern, Holzhandwerkern und Archäologen erst aneignen. Ich wollte früher schon eigentlich mal was mit Holz lernen, habe aber eigentlich nie die Chance bekommen dazu. Und hier ist es einfach eine tolle Sache. Das ist einfach ein Traumjob. Es ist toll, jedes Gefäß, das ich herstelle, ist eine Herausforderung. Und wenn es im Endeffekt fertiggestellt ist und es sticht, ist es immer ein volles Gefäß mehr auf dem Gelände. Und das macht einem auch glücklich.
Am Ende halten nur ein paar Haselringe den Eimer von außen zusammen. Damit diese nicht auf den Daubenkanten scheuern und brechen, rundet Ernst das Gefäß auch außen ab. Die Ausrundung ist hier sehr wichtig. Da ich meine erste Gefäße, die ich gemacht habe, habe ich hier außen glatte Dauben gehabt. Somit hatte ich grundsätzlich immer die Stoßkante zwischen den einzelnen Dauben, worauf da immer der ganze Druck ausgeübt war, ist von den Haselnussringen, und da sind die meisten Ringe auch kaputt gegangen. Und wenn ich eine schöne gleichmäßige Ausrundung herstellen kann, ist der Druck auf die Haselnussringe gleichmäßig verteilt und die gehen nicht ganz so schnell kaputt. Mein nächster Schritt ist, ich tue die schräge Phase hobeln, wo am Endeffekt die Rundung entsteht von meinem Gefäß, das ich herstelle. Und das werde ich mit dem Hobel raushobeln und mit meinem Model nachkontrollieren, ob die Phase passt, dass, wenn ich mein Gefäß zusammensetze, dass er von Anfang an ringsrum dicht ist. Nur wenn die Kanten perfekt beim Aufquellen aneinanderpressen, kommt kein Wasser zwischen den Dauben durch. 2 Jahre lang hat Ernst recherchiert, getüftelt und viel ausprobiert, bis die Eimer so gut waren wie heute. Denn bis zum perfekten Eimer brauchte es auch den ein oder anderen Misserfolg. Der erste Eimer dicht war der 5., den wir hergestellt haben. Die ersten, wo noch nicht so ganz dicht war, da haben wir gesagt, also das sind, da wir ja eine Großfamilie sind, brauchen wir ja ein Nudelsieb. Und das war dann sozusagen unsere Nudelsieb, bis dann das erste Gefäß dicht war. Weil irgendwann haben wir ja genug Nudelsieb, da reicht's. Am nächsten Tag kann Ernst den Eimer zusammensetzen. Und auch dafür hat er sich ein eigenes Hilfsmittel einfallen lassen. Also ich habe hier einen Standfuß, der im Endeffekt in der Mitte vom Eimer steht, worauf ich hier meinen 100 Teller setze. Das ist sozusagen der Anschlag für die Daube, wenn ich die schräg ringsrum am Gefäß anbringe. Ja. Dann habe ich unten dann noch so einen größeren Holzklotz mit der Schnur außenrum, die ich im Endeffekt nahe, wenn ich alle Dauben habe, ein klein wenig anziehen kann, und werde zu gleicher Zeit in der oberen Hälfte auch noch eine Schnur rumziehen zum Festziehen, damit wenn das Gefäß nicht mehr auseinanderfällt. Und so wird aus 12 Dauben und 2 längeren Handdauben für den Griff im Handumdrehen ein runder Eimer. Die Metallringe sind nur eine Konstruktionshilfe und werden später gegen Haselringe getauscht. Denn für einfache Gegenstände war Metall im Mittelalter oft zu wertvoll und aufwendig in der Herstellung. Dann sieht der Eimer schon beinahe fertig aus, zumindest fast, denn es fehlt ja noch, na klar, der Boden. Damit der reinpasst, hat Ernst ein historisch nachempfundenes Werkzeug, den Nuthobel. Der Schritt ist jetzt, die Bohnut draus zu arbeiten. Ich habe jetzt hier einen Nuthobel, der nach dem Fund von Pfarrerzeit nachgebaut worden ist. Ja. Mit dem kann ich mich schön auf dem Eimerrand aufsetzen, mit leichtem Nachdruck die Nut raushobeln, und es wird dann hier so in diesem Bereich sein. Die Nut ist, um den Boden einzufassen. Der Boden wird ja nur durch die unteren Haselstringe reingepresst in die Bodennut. Ja. Und dadurch muss es einfach gut gearbeitet sein, dass das Gefäß nachher dicht wird. Am Anfang muss Ernst sachte die ersten Linien ziehen und kann dann tiefer hobeln, bis maximal 2/3 der Brettstärke weg sind. Ich tue jetzt mit meinem Zirkel durch mir den Radius einmessen von meinem Boden. Das heißt, ich habe einen Anfangspunkt, wo ich anfange damit, und dann muss ich mit dem Zirkel im Endeffekt 6-mal rumkommen, dass ich im gleichen Punkt bin, damit ich dann den Radius vom Boden habe.
Das Ganze geht nach Schulmathematik. Radius ist gleich Umfang durch 2 mal Pi. Also der Umfang geteilt in 6 gleich große Abschnitte. Diesen Radius überträgt Ernst auf das geteilte Bodenbrett. Zum Einbau braucht er einen äußeren und einen inneren Ring. Der Innenring, wo ich nicht so kann, das ist dann für die schräge Phase, wo ich dann den Boden in die Nut anpassen kann. Im Endeffekt ungefähr so wie hier, wie man bei dem so sehen kann, ja, dass man auch eine Nutbreite hat, wo man in die Nut reinsetzen kann. Auf dem Campus Galli arbeiten stetig auch Historiker und Archäologen im Hintergrund daran, immer historisch korrekte Bauweisen, Kleidung und Werkzeuge für die entsprechende Zeit während des Mittelalters herauszufinden. Und ja, auch Raspeln gab es nach aktuellen Erkenntnissen in bestimmter Form sogar schon 3000 Jahre vor dem Klosterplan in der Bronzezeit. Mit meinem Streichmaß die Nuttiefe anzeichnet, damit ich dann mein Bodenteil passend auf die Nut zuarbeiten kann mit einer Schräge. Die Schräge ist wichtig, mit der Schräge durch quasi mein Boden passend in die Nut reinarbeiten. Nur durch diese Verjüngung wird die Stelle zwischen Nut und Boden auch dicht. Der Eimer wird am Ende durch das Aufquellen des Holzes bei Wasserkontakt komplett dicht. Als Zusatzdichtung fügt Ernst aber noch getrocknetes Schilfblatt bei. Der Schilfblatt tut dann kleine unebene Stellen, die ich ja nie sehen werde, wenn ich den Boden einsetze, das minimale Aufquellen ausgleiche, damit er gefestigt wird. Ernst verklebt oder dichtet den Eimer sonst nicht weiter ab. Im Mittelalter hat man auch schon mit Baumharz, Bienenwachs oder Birkenpech ausgestrichen und abgedichtet. Aber dann könnte Ernst den Eimer nicht mehr auseinanderbauen und einzelne Teile reparieren. Die Haselringe, die die kostbaren Metallringe ersetzen und den Eimer zusammenhalten, muss Ernst zunächst spalten. Ganz sachte, sodass der Riss von alleine seiner Faser folgt. Die Verwendung von Hasel ist auch historisch belegt. Einige Funde, die mit Haselring gebunden worden sind. Man könnte natürlich auch Weide verwenden zum Beispiel, aber ich hätte jetzt keine stark genug Weide da, die man spalten könnte. Ne? Und Haselnuss wächst auf dem ganzen Gelände, also das Material wird man nicht ausgehen.
Außerdem ist Hasel im Vergleich zur Weide härter und nicht so anfällig für Schädlinge. Die Haselrute muss Ernst aber noch bearbeiten, denn nur ganz dünn lässt sie sich auch biegen. Wenn die Rinde ab ist, biegt Ernst das Holz einige Tage vor und kann dann das sogenannte Schloss, also die Verbindung der beiden Enden, einschnitzen. Damit es noch besser hält, umwickelt er das Schloss mit 2 mm starkem Juteseil. Dann kann das Holz die Metallringe ersetzen. Circa eine Woche braucht Ernst, bis sein Eimer fertig ist. Den passenden Griff sucht er sich auf dem Gelände und schnitzt ihn. Dann kommt der spannendste Moment. Wird der Eimer auch dicht? Ich habe jetzt hier einen Flaschenkobus in der Hand. Die wachsen da bei uns auf dem Feld. Die werden getrocknet. Dann habe ich jetzt hier ein Loch rausgeschnitten mit dem Schnitzmesser. Habe den ausgehöhlt und den verwende ich jetzt einfach zum Wasserschöpfen. Damit Ernst undichte Stellen sofort erkennt, füllt er den Eimer nur von innen. Würde er ihn ganz in ein Fass tunken, könnte er nicht mehr sehen, wo nachgearbeitet werden muss. Das Tropfen am Anfang ist übrigens ganz normal, denn bis das Holz sich mit Wasser vollsaugt und aufquillt, dauert es eine gute halbe Stunde. Aber Ernst sieht jetzt schon, dass der Eimer gut wird. Man sieht, dass er jetzt bei allen die Tropfen verliert. Natürlich braucht so ein Gefäß auch eine gewisse Zeit, wenn er von innen her aufquillt, damit er dicht wird. Ich bin da sehr zufrieden. Und was gibt es Schöneres für einen Mittelalterküfer als ein dichtes Gefäß? Ja, also der schönste Schritt ist eigentlich im Endeffekt der Moment, wo ich quasi das erste Mal das Gefäß mit ein wenig Wasser fülle und ich dann weiß, dass es dicht wird, ist ein tolles Gefühl. Weberin Bea testet ihren Eimer gleich mal. Da ist er. Ein neuer Eimer, ein frischer Helfer für die Mittelalterbaustelle auf dem Campus Galli. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.